Hallo, ich bin Claudia und Einkochen ist meine absolute Leidenschaft. Deswegen mache ich heute für euch und mit euch eingelegten süß-sauren Kürbis. Ein absoluter Klassiker. Ihr könnt euch richtig drauf freuen. Dann nehme ich meinen Kürbis mit. An Zutaten habe ich hier eine schöne bunte Mischung, wie ich finde. Natürlich ist der Hauptdarsteller der Kürbis. Ich habe einen Hokkaido-Kürbis genommen. Da kann ich die Schale mit benutzen, weil die beim Kochen schön weich wird. Dann geht es weiter mit einem Apfelessig für die Säure und für das Haltbarmachen, für die Süße und das bisschen Fruchtige, was reinkommen soll, den Apfelsaft. Eine gute Qualität unbedingt nehmen. Ich habe hier einen Bio-Apfelsaft, regionale Herkunft, naturtrüb, sehr frisch im Geschmack, ganz toll. Und jetzt geht es an die ganzen vielen Gewürze, die da mit reinkommen, damit das so eine richtig schöne süß-saure Gewürzexplosion gibt. Als erstes die Nelken, dann habe ich ein paar Dillspitzen, dann habe ich rosa Pfefferbeeren. Rosa Pfeffer ist übrigens kein Pfeffer, wächst an einem brasilianischen Pfefferbaum, so heißt er zwar, sind aber einfach rote Beeren, die so ein bisschen Süße in die ganze Geschichte bringen. Köstlich, sehr zu empfehlen, würde ich unbedingt reintun. Dann habe ich ein bisschen Senfsaat, schwarze Senfsaat, so für die leichte Schärfe. Korianderkörner, die geben so ein bisschen was Nussiges. Dann schwarzen und weißen Pfeffer, Zucker, Salz und ich mache noch ein paar Scheiben frischen Ingwer mit rein. Es geht noch weiter, das darf man natürlich nicht vergessen. Gläser brauchen wir natürlich zum Abfüllen, die vorher unbedingt einmal heiß durchspülen, also mit kochendem Wasser zum Sterilisieren und meinen Super-Duper-Trichter, damit ich das nachher alles schön in die Gläser schnell abfüllen kann. Und das ist es. Jetzt geht es an den Kürbis, dafür mache ich mir erstmal ein bisschen Platz, die Gläser auf die Seite, den Trichter. So. Los geht's. Als allererstes entkerne ich mal den Kürbis. Also ich befreie ihn vom Innenleben. Übrigens hier als wunderbaren Tipp, die Kürbiskerne könnt ihr trocknen. Also ihr müsst ihn natürlich von dem Äußeren befreien, hier von diesem Kürbisfleisch, was da noch in der Mitte ist. Dann könnt ihr die trocknen und dann könnt ihr die rösten und noch weiter verwenden. Die müssen also nicht weggeschmissen werden. Oder ihr pflanzt sie ein und dann habt ihr für nächstes Jahr ein paar Kürbisse. Im Garten vielleicht. So, weil das sind nämlich eine ganze Menge. Guck mal. Ich habe einen halben Kürbis genommen. Das sind so 500, 600 Gramm. Perfekte Menge für die 4 Gläser. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich schneide den jetzt mal in der Mitte durch. Und jetzt muss ich den schon in relativ gleich große Würfel schneiden, damit die alle gleich gar werden und wir nicht nachher ganz unterschiedliche Konsistenzen im Glas haben. So. Nee, das muss ich anders machen. Das muss ich so machen. Das ist ja viel besser. So.
Versteht ihr? Ich gucke, dass die so, naja, möglichst so 1 mal 1 Zentimeter werden. Gelingt nicht immer, aber sieht ganz gut aus bis jetzt. So, jetzt habe ich es raus. Fast. Super, geschafft. Ich bin schweißgebadet, aber ich habe es geschafft. Das kommt jetzt hier in die Schale. Den Bio-Ingwer schneide ich jetzt hier wunderbar in Scheiben. Den muss ich gar nicht schälen, weil es eben ein Bio-Ingwer ist. Aber er möchte nicht so richtig. Doch, so, jetzt habe ich die richtige Ecke gefunden. So, ich würde sagen, das reicht für die Menge, die wir hier haben. Gebe ich jetzt direkt mit zu meinem Kürbis. Und dann geht es ans Kochen. Der Sud wird jetzt angesetzt von mir. Ich muss so gucken, ich habe keine Brille auf. Damit ich auch die richtige Menge nehme. 200 Milliliter Apfelessig. Milliliter Apfelsaft. Aber ich schüttel den erstmal, weil der ist ja... Ah, sehr gut. So. Ich könnte den noch höher halten, ne? Ich gebe jetzt direkt mal die ganzen Gewürze hier mit rein. Ich fange mit der Nelke an. Von der Nelke nicht zu viel nehmen. Nelke ist sehr, sehr dominant. Ich nehme 4. Sozusagen für jedes Glas eine. Dann die Senfsaat. Da gebe ich alles mit rein. Für die Schärfe. Pfeffer. Der Koriander. Nehme ich auch alles. Die rosa Pfefferbeeren. Guckt mal, wie schön die aussehen. Die geben nachher so einen richtig schönen Farbtupfer. Da können wir auch alle nehmen. 2 Esslöffel Zucker. So. Und einen Teelöffel Salz. Jetzt mache ich das hier an. Stufe. Das kocht jetzt gleich auf mitsamt dem Kürbis und dem Ingwer. Das gebe ich jetzt direkt dazu. Umrühren. Oh, das duftet. Das duftet sehr, sehr intensiv nach den Gewürzen, intensiv nach dem Essig. Aber es soll ja süß-sauer sein, deswegen muss das auch so riechen. Jetzt kommt der Deckel drauf und ich koche 10 Minuten den ganzen Kürbis auf. Jetzt gebe ich noch ein bisschen Limettenzesten dazu, so für den Pep. Das hat jetzt ungefähr 5 Minuten gekocht. Jetzt lassen wir es mit den Zitronenzesten oder vielmehr mit den Limettenzesten nochmal 5 Minuten kochen. Und jetzt kommen noch die Dillspitzen dazu für die Frische. So. 10 Minuten sind um, Platte aus, Deckel hoch und auf die Seite. Jetzt muss ich hier ein bisschen Platz schaffen.
Oh, das duftet köstlich. Und jetzt kommen meine sterilisierten Gläser. Also ich habe die mit richtig heißem Wasser ausgewaschen. Die Deckel ebenfalls. So. Sieht das nicht toll aus? Und es riecht auch wunderbar. Ein bisschen scharf durch den Essig. Mir kommen schon ein bisschen die Tränen. So, und nun fangen wir mit dem Abfüllen an. Ich nehme den Trichter. Ich hoffe, die Kürbisstücke sind nicht zu groß, dass sie da auch durchpassen. Das sieht gut aus. Sehr gut. Also fast gut. So. Jetzt verteile ich noch den Rest. Ja, das sieht toll aus. So, da kann noch was rein. Anderen Gläser, da in den anderen Gläsern ist, glaube ich, genug Kürbis drin. Mache ich hier noch mal was rein. Muss ja alles verteilt werden. Wunderbar. Sieht das toll aus. Jetzt die Gläser schnell zuschrauben. Die sind sehr heiß. Und das ist auch gut so, weil dann kann sich nämlich jetzt das Vakuum bilden. So, sieht das toll aus? Ich finde es grandios. Durch das Abfüllen der heißen Flüssigkeit in das Glas bildet sich Luft- und Wasserdampf und es entsteht im Glas ein Überdruck. Sobald sich die Flüssigkeit sich abkühlt, zieht sich der Wasserdampf und die Luft zusammen und es entsteht ein konservierendes Vakuum. Und somit könnt ihr diese wunderbaren Gläser eine ganze Zeit lang aufbewahren und genießen, wann immer ihr es möchtet. Zur Käseplatte passt der Kürbis hervorragend. Sowohl geröstetes Brot mit so ein bisschen einem Ziegenfrischkäse drauf und dazu ein Löffel von dem Kürbis ist mein absoluter Favorite. Dann kann ich noch empfehlen Zucchini, gegrillte Auberginen, um da so ein bisschen Geschmack und Pep reinzubringen. Vielleicht noch mit so ein bisschen Frischkäse dazu. Sind meine absoluten Favoriten. Euch werden bestimmt noch ganz viele andere Sachen einfallen. Probiert es aus. Einkochen ist gar nicht so schwer, wie ihr seht. Und ich sage jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Miss Gliss.